Grüß Gott im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Es geht weiter mit Phänomen Anastasia, Band 8.2, Teil 3, die Bräuche der Liebe. Urwissen und Informationen, die unser Leben und unsere Welt verändern. Interessante Minuten warten auf Sie. Phänomen Anastasia, geehrte Zuschauer, wir machen weiter mit Band 8.2, Teil 3, die Bräuche der Liebe. Jetzt mit dem nächsten Punkt, der Brauch der Trauung. Herr Kirsch, was kann man dazu sagen? Ja, Herr Jungwirth, der Brauch der Trauung ist ja im früheren Buch schon mal angesprochen gewesen. Und jetzt wird es nochmal wiederholt. Es gibt sogar auch die Empfehlung, dieser Brauch sollte so lange wiederholt werden, bis er wirklich von den Menschen verstanden wird, weil er wirklich von ganz zentraler Bedeutung ist, um auch, wie wir gerade schon gehört hatten, die Liebe in den Familien zu halten. Und dieser Brauch der Trauung, der beginnt weit vor der Trauung, indem das Liebespärchen sich das Land auswählt und dann dort eine kleine Laubhütte errichtet. Und ich betone dann nochmal, ohne körperliche Liebe bis zur Trauung, sondern sie wollen erstmal alle Vorbereitungen schaffen, um dann später ein Kind zeugen zu können. Und in der Laubhütte sind sie auf diesem Stück Land und nehmen auch wahr die Jahreszeiten, die Windrichtungen, und sie machen dann auch Aufzeichnungen und sie beginnen in Gedanken den Plan vorzubereiten, wie denn ihr Landsitz werden soll. Zum Beispiel, die haben jetzt Radomir und Ljubljana einen Platz ausgewählt mit Bäumen, die schon stehen, und auch einer Quelle. Dann kann man eventuell auch in dem Bachlauf was machen, man kann noch wo was pflanzen, wo könnte das richtige Haus dann mal gebaut werden später, sodass der gesamte Landsitz, da sollen ja hunderte von Pflanzenarten, eventuell tausende von einzelnen Pflanzen gesetzt werden. Und so kann es über mehrere Jahre dauern, bis der Plan steht. Das ist alles Vorbereitung zum Brauch der Trauung. Und dann kommt die Klärung, wann denn der Tag der Zeremonie ist, der Trauung. Dann wird natürlich eingeladen, und die Einladung geht auch im deutlich zeitlichen Vorlauf. Das heißt, die beiden gehen dann in die entsprechenden Siedlungen und besuchen Verwandtschaft und Freunde und vermitteln den Termin, wann die Trauung sein wird. Und dabei wird auf eine sehr interessante Weise dann ausgedrückt, was sie sich gerne als Hochzeitsgeschenk wünschen. Beispielsweise so ein Lobpreisen über den Geschmack eines Apfelbaumes. Dann weiß dieser Mensch, oh, von diesem Apfelbaum sollte ich einen Ableger machen. Oder du hast ein wunderbares Pferd, dann, oh. Das nächste Fohlen. Das nächste Fohlen, also ist ein zeitlicher Vorlauf dann natürlich wichtig. Und im Besonderen werden dann Pflanzen angesprochen, die dieses Pärchen gerne auf ihrem Landsitz auch hätte. Und zu diesem vereinbarten Termin kommen dann die ganzen Gäste und bringen dann dementsprechend Jungpflanzen oder auch junge Tiere mit. Und dann ist auf dem Landsitz ein kleiner Erdhügel vorbereitet. Und da gehen dann in einer gewissen besonderen Abfolge Bräutigam und Braut drauf, und mit den Eltern gibt es dann Frage, Antwort. Das ist ein richtig genaues Ritual, das würde den Rahmen sprengen, wenn ich das alles im Detail hier wiedergebe. Auf jeden Fall wird dann bei dieser Trauungszeremonie dann auch der gesamte Landsitz beschrieben, wie er denn vorgestellt wird. Zum Beispiel hier sehen wir einen Apfelbaum und dort eine Zeder und hier das und jenes. Und die Menschen, die Pflanzen mitgebracht haben, standen zu Beginn erst am Rande von dem Landsitz. Und wenn es dann zum Beispiel heißt, hier folgender Obstbaum, und ein Mensch hat genau diesen Baum im Töpfchen, dann geht dieser Mensch mit der Pflanze an diese Stelle hin, die gerade angedeutet wurde. Das ist quasi Planung 1:1 im Maßstab, ganz real. Nicht auf, nachhaltig. Nicht auf Papier, sondern mit realen Pflanzen. Und dann gehen das Brautpaar durch diesen Garten, und dann gibt es vielleicht noch kleine Korrekturen, wer wo denn jetzt noch ein bisschen doch eine Position sich verändert. Und wenn dann alles stimmt, dann wird gepflanzt, und die Menschen, die vielleicht nicht aufgerufen wurden oder noch zusätzliche Taschen voll mit Saatgut haben, die werden dann als quasi abschließender Schritt diese Pflanzen am Rand einpflanzen als der sogenannte lebende grüne Zaun. Und dann ist am Ende dieser Hochzeitsfeier ja, ein essbarer Garten entstanden, auch wenn es ein bisschen braucht, bis die Bäume und die Büsche größer geworden sind. Aber es ist dann später so, dass dann die
Brautleute, die Eheleute später und auch später dann die Kinder aus einem Garten sich ernähren, die bei der Hochzeit gestattet ist, dieses Stückchen Paradiesgarten. Es geht dann weiter, die Zeugung heißt das nächste Kapitel. Ja, es geht dann nach der Feier erstmal nicht zur Zeugung, sondern erstmal gehen die zwei Brautleute wiederum in ihre eigenen Elternhäuser zurück. Für 2 Tage gehen sie quasi nach Hause, erholen sich von dieser auch anstrengenden Zeremonie und waschen sich oder werden auch von den Eltern versorgt. Und dann erst nach dieser Erholungsphase, dann gehen sie, in dem Fall jetzt ist es beschrieben, im Morgengrauen zu dem Landsitz, treffen sich dort und in diesen 2 Tagen, wo sie sich im Elternhaus erholt haben, wurde auf dem Landsitz ein Haus gebaut von den Handwerkern des Dorfes, was vorher vorbereitet war. Und mit Bett und Essen auf dem Tisch, also sehr klein und schlicht, aber eine kleine wetterfeste Hütte wurde dann schon dort gestellt. Und nach diesen 2 Tagen treffen sich dann die Brautleute dort und denken an ein zukünftiges Kind und erleben dann die Liebe, die emotionale, geistige und auch die körperliche inmitten von diesem frisch angelegten paradiesischen Garten. Und direkt nach der Zeugung steht die Frau auf und markiert mit einem Bindfaden auf dem Fensterbrett den genauen Sonnenlauf, um dann darauf später 2 Bäume zu pflanzen, die genau diese Linienrichtung markieren, sodass dann später entweder die Eltern oder auch später das heranwachsende Kind immer sieht, wenn die Sonne genau diese 2 Bäume in einer Schattenlinie trifft, dann ist es genau der Uhrzeit der eigenen Zeugung. Also das sind so gewisse Aufmerksamkeiten, die ich beim Lesen als Aha-Effekt wahrgenommen habe. So, oh, interessant. Das kann man dann im eigenen Garten quasi eine Art kleines Observatorium, was angepflanzt ist, erleben. Dinge, denen wir überhaupt keine Beachtung schenken heutzutage. Selten, ja. Es geht weiter. Wie kann man denn die Telegonie überwinden? Das Ja, war ja, wo wir vorher gesprochen haben. In dem Kapitel vorher hatten wir das Thema Telegonie angesprochen, dieser Einfluss des ersten Männchens oder des ersten Weibchens. Und da wird dann das Ritual genau beschrieben, wie man sich reinigen kann von früheren Einflüssen. Das ist in unserem Kulturkreis ganz wichtig, weil es hierzulande quasi fast immer der Fall ist. Und das Ritual dauert 3 Tage und 3 Nächte. Da sollte man fasten und im Freien nächtigen. Der Mann sollte da die Bettstatt im Freien vorbereiten, auf dem Hektar, auf dem Landsitz. Und wenn man den noch nicht hat, dann hat man eine gewisse Reihenfolge. Dann muss erst der Landsitz geschaffen werden und dann dieses Ritual durchgeführt werden. Und dann gibt es dann genaue Anleitungen, dass dann mit Quellwasser abgewaschen wird. Dann die Frau wird abgetrocknet, der Mann darf sich nicht abtrocknen. Es sollte keine intime Nähe geben in diesen 3 Tagen. Und dann gewisse Fehltritte sollte man sich verzeihen oder mitteilen auch erst. Und dann sich auch das Kind vorstellen. Der Mann sollte sich vorstellen, dass das Kind der Frau ähnelt und die Frau sollte sich vorstellen, dass das Kind dem Mann ähnelt. Und man müsste es genauer dann nachlesen, das ist eine präzise Anleitung regelrecht. Und nach diesen 3 Tagen, 3 Nächten, da ist dann wiederum körperliche Liebe möglich, also auch eine Zeugung. Und es ist so beschrieben, dass nach diesem Ritual dann ja, der gesamte Kosmos, inklusive den Sternen, die die Menschen auch beobachten, diese Einflüsse von früheren Beziehungen, Begegnungen gelöscht haben. Es wird auch gesagt, dass dieses Ritual nicht grundsätzlich nötig sei. Es kann auch sein, wenn man ohne so ein Reinigungsritual in eine glückliche, liebevolle Beziehung kommt, die so intensiv, so stark von Liebe getragen ist, dass es automatisch sich reinigt. Oder auch, wenn ein Liebespärchen gemeinsam einen Landsitz sucht und findet und das vorbereitet, den gestaltet und formt, bei diesem Prozess des Landsitzfindens und Anlegens, wenn das gemeinsam gemacht wird, dann entsteht diese Bereinigung von früheren Einflüssen wohl auch. Es geht weiter mit der Psychologie der Entstehung und der Geburt eines Menschen. Ja, es ist bei uns so häufig diese Vorstellung, Erziehung beginnt irgendwann nach der Geburt.
Aber es ist ja so, dass die Gedanken des Kindes ja schon viel früher da sind. Wir haben schon gesprochen, dass auch Kinder schon vor der Zeugung existieren. Und es ist so, dass die Mutter, in der das Kind wächst, ganz klar der physische Erlebnisraum des Kindes ist, des werdenden Kindes. Und der Vater auf der geistigen Ebene sehr viel beitragen kann. Quasi kann der Vater auf dem geistigen Niveau das Kind mit austragen und mit gebären. Das heißt, der Vater ist auch angeregt, eine Art Ausbildungsplan für die gesamte Schwangerschaft zu erarbeiten, um jeden Tag zu dem Kind zu sprechen und eben seine Erkenntnisse des Lebens, Freud und Leid, was auch immer, was ihn einfach bewegt, was er erfahren hat, dem Kind mitzuteilen. Und das Kind kann das jetzt nicht bewusst wahrnehmen, aber es kann ankommen. Es gibt auch Beispiele in dem Kapitel mit schwangeren Müttern, die beispielsweise Musik gehört haben. Und später hat das heranwachsende Kind diese Musik mal wieder gehört und kannte sie. Oder die Melodie gespielt. Oder die Melodie als selber quasi mit dem Instrument gespielt, hat aber gar keine Noten dazu, weil es quasi in ihm angelegt ist war. nie veröffentlicht worden. Genau. Und es ist so, dass vorgeburtlich ganz, ganz viel beim Kind schon ankommen kann. Was auch immer der Mutter passiert, ein Ereignis, an Akustik beispielsweise, der Vater des Kindes, der Ehemann der Frau ist da, spricht liebevoll zu ihr und sie hat auch freudige Gefühle, dann spürt das Kind die Kombination von der Stimme des Vaters mit dem positiven Gefühl der Mutter. Und das ist dann ganz, ganz tief verankert. Ich sag mal, Urvertrauen kann in dieser Phase sehr gut aufgebaut oder auch zerstört werden. Und gerade die Rolle der Väter ist da sehr stark von Bedeutung und bei uns häufig vernachlässigt. Und wenn man diese Rolle des Vaters quasi eliminiert aus diesem Schwangerschaftsprozess und dass quasi der geistige Begleitschutz des Vaters fehlt und die geistige Ausbildung, dann sind die da entstehenden Kinder oder später Erwachsene sehr anfällig für Fremdbestimmung. Das ist von daher auch eine Strategie derer, die die Menschen gerne steuern wollen, dass die Männer von der Frau wegholen in der Zeit, wo sie schwanger ist. Wenn ein kleines Kind von einem Mann auf die Welt gebracht wird. Ja, so ungefähr, ja. So. Das ist genau dieses Thema. Das ist auf der geistigen Ebene. Ist der Mann durchaus angeregt, genauso intensiv zu handeln wie die schwangere Frau. Es geht dann weiter, der Brauch für eine Frau, die ohne ihren Mann ein Kind gebären will. Ja, das ist dann die Situation vom Herrn Maigret, der schreibt dann ganz authentisch von seinem Schmerz, weil er bei diesem ganzen Beschäftigen mit diesen Erkenntnissen, die er dort bekommen hat in der Taiga, plötzlich dann den Schock kriegt, er konnte aber als Vater gar nicht dabei sein bei diesem neugeborenen Kind oder Kindern mittlerweile. Die Anastasia hat ihn sogar abgewiesen. Von wegen, die ersten Jahre darf sein Kind nicht mal sehen. Und dann hat er richtig so, jetzt bin ich nicht mal der richtige Vater und die Einflüsse von mir. Nach den eigenen Regeln. Ja. Obwohl doch die Anastasia es gewusst hat. Also das ist ja quasi noch schlimmer, als wenn man es nicht weiß. Sie wusste es und hat ihn trotzdem davon abgeschoben. Und dann hat sie ihm erklärt, keine Panik, du bist wirklich der Vater, auch geistig, weil sie selber in der Schwangerschaft ein Ritual vollzogen hat, was sehr komplex ist. Ich reiße jetzt mal nur so ein paar Eckdaten an. Und zwar soll dann die schwangere Frau, wenn der Vater aus welchen Gründen auch immer nicht da sein kann, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit zu dem Kind sprechen, so als ob der Vater zu dem Kind sprechen würde. Vielleicht die Stimmlage verändern oder von der Wortwahl, von den Themen. Und es also jeden Tag, eine Viertelstunde oder ein bisschen länger, zur gleichen Uhrzeit. Also ein gewisser, wirklicher klarer Rhythmus. Und dann auch noch kurz vorher, ich glaube auch sowas wie eine Viertelstunde vorher, ein besonderes Getränk zu sich nehmen, was man ansonsten im Alltag nicht trinkt. Ein Getränk, was dem Körper auch gut tut. Das kann man sich dann auswählen. Also die Anastasia hat was aus Zedernmilch und Honig und anderen Sachen zusammengemischt, was ihr zugänglich ist. Da ist jede Frau angeregt, das zu finden, was für sie das Passende ist. Auf jeden Fall ein besonderes Getränk, was Körper, der
der Schwangeren und des Kindes nährt. Und dann nach der Geburt, wann auch immer dann der Vater auftaucht, dann wiederum zum Beispiel eine Viertelstunde vor der ersten Begegnung mit dem realen Vater dieses Getränk dem Kind zu trinken geben. Und dann verknüpft das Kind die Begegnung mit dem jetzt realen Vater mit diesem monatelangen mit diesem Geschmack, Positivprogrammierung auf den realen Vater. Klingt logisch, ja, klingt logisch. Also es ist viel detaillierter noch. Wenn man das vorhat, dann sollte man es ganz genau studieren. Und ich finde es einfach faszinierend, dass sowas überhaupt ausgedacht wurde. Und das ist wohl unter vielen, vielen anderen Sachen in Arkheim, in dieser Akademie der Zauberer, entwickelt worden. Es geht weiter. Wo sollen unsere Kinder das Licht der Welt erblicken? Was gibt es hier für... Ja, der Ort der Geburt, der sogenannte Kreissaal, häufigst. Es ist dort was Interessantes in dem Kapitel geschrieben, dass früher es Standard war, das Kind zu Hause zu bekommen. Und zwar sowas von Standard, dass man sich gar nicht hat anders denken können. Die ersten separaten Geburtshäuser, die quasi vom Wohnhaus getrennt waren, wurden wohl für Sklavinnen errichtet, wo dann die Kinder auch später wieder weggenommen wurden. Oder von Prostituierten oder beziehungsweise für Prostituierte. Und eine normale Familie wäre nie auf die Idee gekommen, das Kind nicht zu Hause zur Welt zu bringen. Das ist heutzutage vermutlich nur möglich geworden durch ganz, ganz viel Angstmacherei. Also, beziehungsweise auch mangelnde Geburtsvorbereitung, auch bezüglich dem Geistigen. Weil es ist auch in dem Buch ausgeführt, dass eine natürliche Geburt der Frau keine Schmerzen bereiten sollte, sondern freudige Gefühle. Weil auch wenn während der Schwangerschaft oder bei den Wehen bei der Geburt die Frau zu viel Schmerzen hat, also kann ja anstrengend sein, aber dieser richtige Schmerz, das überträgt sich auf das Kind, auch geistig. Von wegen, wieso ist das Schmerz, wenn ich auf die Welt komme? Eigentlich ist das nicht natürlich und in unserer Gesellschaft eher normal geworden. Wie so vieles nicht natürlicher als normal empfunden wird, ohne dass es wirklich normal ist. Es wird dann erklärt, wie denn eine wetrussische Geburt damals abgelaufen ist? Genau. Es ist so, dass nicht mal eine Hebamme im Haus war, auf dem Landsitz. Allerdings war eine Hebamme oder auch so ein Weiser, ein sogenannter Zauberer und Verwandtschaft am Rande des Hektars. Also im Prinzip in Rufentfernung, wenn wirklich mal ein Notfall vorkam, was sehr selten war, dann konnten fachkundige Menschen noch dazugeholt werden. Ansonsten war es normalerweise nicht üblich. Sie hatten eine Holzbadewanne, ein eher flacheres Modell, was dann auch nach der Geburt als Kinderwiege genutzt werden konnte. Körperwarmes Wasser und die Temperatur im Zimmer auch auf Körpertemperatur und ein paar Handtücher. Und die Geburt war dann quasi ganz leicht, nur in Anwesenheit von der Mutter und dem Vater des Kindes. Und der Vater hat selbstverständlich geholfen. Und wenn dann diese ersten Schritte bis hin zum Thema Anlegen an die Brust, was dann im Körper dann wieder auch der Frau dann die Nachgeburt dann anregen kann, loszulassen. Wenn das alles, die ersten Schritte so geklappt haben, dann hat dann der Mann im Ofen ein vorbereitetes Feuerchen gemacht mit entsprechender Rauchfarbe. Ich weiß nicht, welche Kräuter da dabei waren, aber auf jeden Fall hat er dann was gemacht. Und dann haben die Beobachter am Rande des Landsitzes gewusst, alles ist gut gegangen. Und dann sind die aber nicht dazu gekommen, sondern die haben draußen respektvoll gewartet und gefeiert und sind wieder nach Hause gegangen und haben erstmal nur dieses Pärchen mit dem Kind in ihrem Glück alleine gelassen, in Ruhe gelassen. Und dieser Rahmen sollte quasi in respektvoller Ruhe gehalten sein, wie auch das Stillen an sich. Weil beim Stillen die Gedanken der Mutter über das Stillen direkt auch das Kind mitnähren. Und es gibt da einige Beispiele, wenn eine stillende Mutter beispielsweise ans Telefon geht aktuell, dass dann logischerweise die Frau abgelenkt ist vom Gedanken und dann das Kind anfängt zu schreien, weil es den Kontakt zur Mutter verloren hat. Es gibt dann nur einen Fall, der aktuell üblich ist, wenn ein Kind noch niemals einen echten Draht zur Mutter hatte. Dann wird es weiter trinken, weil es gar nicht merkt, dass der Kontakt verloren ist, weil es den Kontakt noch gar nie hatte.
Und von daher ist da einiges im Argen, was verbessert werden darf. Haben Sie denn zu den Augen, haben Sie auch ein Zitat für uns zum Abschluss? Da haben wir doch auch was. In den 9 Monaten der Schwangerschaft seiner Mutter werden dem Kind alle Informationen über die Welt außerhalb des Mutterleibes, über die Schönheit des Weltalls und über die wahre Bestimmung der Menschheit übermittelt. Schön und grenzlos ist seine Welt im Mutterleib. Herr Kirsch, ich bedanke mich. Wir sehen uns nochmal zu Teil 4. Liebe Zuschauer, wir sehen uns auch gleich nochmal. Geehrte Zuseher, die Bräuche der Liebe. Das war Teil 3 von Band 8.2. In Kürze geht es weiter mit Teil 4. Ich verabschiede mich von Ihnen für heute vom Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Bis bald.